Schnarchen wird oft bagatellisiert. Das betont Winfried Randerrath, Leiter des Instituts für Pneumologie des Solinger Klinikums, gegenüber Pressetext. Jedoch müsse dabei zwischen verschiedenen Schnarchertypen unterschieden werden. Bei normalem, regelmäßigen Schnarchen, das übrigens jeden vierten Erwachsenen betrifft, wird die Zunge in der Rückenlage zu weit nach hinten gedrückt und gerät durch die vorbeiströmende Luft in Schwingungen. Wird dabei der Rachenraum völlig verschlossen und somit der Luftstrom unterbrochen, muss man das Luftholen explosionsartig und das Atemgeräusch entsprechend lauter werden. Der Verschluss der Atemwege bewirkt Atempausen von 10 Sekunden und länger, was die Sauerstoffzufuhr vermindert und im Gehirn zu einer lebenswichtigen Wegreaktion führt, die das Ersticken verhindert. Bei dieser Erscheinung spricht man von der obstruktiven Schlafapnoe. Jahrelang litt Udo Bertram an einem völlig unerholsamen Schlaf. Statt eines ruhigen Nachtschlafes erlebt er, ohne sich dessen bewusst zu sein, eine Folge von Atemstillständen. Nur die Folgeerkrankungen und bestimmte Symptome lassen auf Schlafapnoe deuten. Die Nacht endet kurz und nicht wirklich erholsam für Udo Bertram und das nicht nur für ihn. Für meine Familie. Meine Familie musste darunter leiden. Wie gesagt, schon am Anfang, wie ich sagte, man nannte mich Ekel Alfred für die Berufskollegen. Die kriegten immer einen ab, obwohl sie gar nichts gemacht hatten. Und jede Fliege an der Wand störte mich halt. Genauso schrecklich der nächste Morgen. Nach einer schnarchenden Nacht war Udo Bertram nicht wirklich gut gelaunt. Hast du gut geschlafen? Ja, ich habe auch gut geschlafen. Er war müde und reizbar und der Kaffee schmeckt nach altem Öl. Der Kaffee schmeckt wie Gift. Was soll ich denn beim Arzt? Arzt kann mir auch nicht helfen. Ich gehe in Bett, ich bin müde. Hatte all keinen Zweck mehr. Schlaf gut. Durch die anhaltende Müdigkeit waren bei Udo Bertram auch die letzten Energiereserven verbraucht. Dadurch entstanden Depressionen. Etwas später. Udo Bertram muss zur Arbeit. Doch an Autofahren ist in seinem Zustand eigentlich nicht zu denken. Experten gehen davon aus, dass Müdigkeit gut ein Viertel aller Unfälle im Autoverkehr verursacht. Müdigkeit ist also die häufigste nachweisbare Unfallursache und übertrifft sogar die Anzahl der durch Alkohol und Drogen ausgelösten Unfälle. Udo Bertram versucht es trotzdem, doch es klappt nicht. Nee, bin ich müde, ich kann nicht mehr. Ich muss mal Pause machen, das hat keinen Zweck. Circa 4 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Schlafapnoe. 95% wissen nichts von ihrer Erkrankung. Damit riskieren sie nicht nur auf Dauer ihre Gesundheit, das heißt zum Beispiel Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall können Folgen davon sein, nein, sondern auch den Führerschein. Ob man an einer Schlafapnoe-Erkrankung leidet, lässt sich ganz einfach über eine Untersuchung über Nacht feststellen. Im Fall solch einer Diagnose ist Schlafapnoe zu 100% behandelbar. Ja, ich bin dann auf Anraten meiner Frau zum Arzt gegangen. Der Arzt hat mich dann zum Lungenfacharzt geschickt, der mich ins Schlaflabor geschickt. Das ist so der normale Weg. Im Schlaflabor stellte man fest, dass ich über 300 Atemaussetzer in der Nacht hatte. Man muss sich mal vorstellen, man wird also 300 Mal in der Nacht geweckt, bekam dann halt diese CPAP-Therapie, diese Maske und seitdem wieder frisch und munter, denke ich, wie du mich kennst. Ne? Und was hat sich danach geändert? Danach hat sich geändert, dass es beruflich wieder bergauf ging. Ich nicht mehr der Ekel Alfred war, wieder lieb, nett, ruhig und viele Dinge anders sehe. Und dass ich diese Patientenorganisation Schlafapnoe e.V. gegründet habe. Durch die Behandlung im Schlaflabor kann Udo Bertram auch wieder erholsam schlafen. Keine Störungen dank Beatmungsgerät. Morgen, ach du, geschlafen habe ich fantastisch, geträumt habe ich fantastisch. Schön, dass es auch so geht. Auch der nächste Morgen, ein Traum für Udo Bertram. Er ist sichtlich, frisch, munter, fröhlich und ausgeschlafen. Auch sein Kaffee kann er jetzt wieder genüsslich schlürfen. Brötchen gibt es, ein schöner Tag, die Welt ist wie ein schöner Tag. Auch seine Depressionen sind durch die CPAP-Therapie Vergangenheit. 500 Kilometer gefahren und noch immer nicht müde. Auch das Autofahren ist jetzt kein Problem mehr. Jetzt können Udo Bertram und seine Frau das Leben wieder richtig genießen.